Perspektive Himmel. Ich habe es bereits bei meiner letzten Andacht letzte Woche gesagt, dass wir Christen im Westen das Thema Himmel oft vernachlässigen, vergessen und ignorieren. Wir richten es uns hier auf dieser Welt bequem ein und haben es nicht eilig, in den Himmel zu kommen. Wir vergessen, dass wir hier Fremdlinge sind, dass wir unterwegs sind. Wir sind noch nicht zu Hause. Unser Zuhause ist der Himmel. Die Bibel sagt uns an einer Stelle, dass Gott für uns Menschen etwas bereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und was auf keines Menschen Herz gekommen ist. Und normalerweise, wenn wir diese Verse hören, denken wir, dass es hier um den Himmel geht. Aber das stimmt nicht. Im 1. Korintherbrief Kapitel 2, in diesem Abschnitt spricht Paulus nicht über den Himmel. Er redet vielmehr über die Erlösung, die Gott in Jesus Christus zubereitet hat, geschaffen hat für diejenigen, die ihm lieben. Das Kreuz, das Opfer des Gottessohnes am Kreuz von Golgatha an unserer Stadt. Und darin enthalten die grenzenlose Gnade und Vergebung Gottes für uns. Das ist, was kein Auge gesehen hat, in keines Menschen Herz gekommen ist und kein Ohr gehört hat. Mit dem Himmel verhält es sich anders. Der Himmel ist nicht ganz so unbekannt, wie wir uns das vorstellen. Es gibt Menschen, die den Himmel gesehen haben, Augen, die ihn gesehen haben, Ohren, die dort Worte gehört haben. Paulus war so ein Mensch. Er sagt, er war entrückt bis in den 3. Himmel und hörte Worte, die er nicht aussprechen konnte. Aber vor allen Dingen war es Johannes, der Apostel Johannes, der eine Schau vom Himmel bekam, der eine Tour sozusagen durch den Himmel machen durfte. Und er beschreibt uns den Himmel in den letzten beiden Kapiteln im Buch der Offenbarung sehr ausführlich. Oft haben wir Christen eine völlig falsche Vorstellung vom Himmel. Der Himmel ist für uns irgendwie so ein geistlicher Nebel, keine reale Welt. Und das ist verheerend und völlig unbiblisch und falsch. Die Bibel spricht vom Himmel immer als von einer konkreten, von einer realen, neuen Welt mit Himmel und Erde. Darüber wollen wir am 21. Oktober im 2. Teil des Abends, der um 19 Uhr beginnt, im Maritim Hotel Köln, nachdenken und reden. Wie ist der Himmel? Wir haben, wie ich schon sagte, einen Augenzeugenbericht von Johannes selbst, der im Himmel war und die Stadt Gottes gesehen hat. Er beschreibt sie in vielen Details und er sah den Himmel, die neue Welt Gottes. Das wird das Thema in der 2. Stunde am 21. Oktober sein. Ich lade euch ganz herzlich ein, dabei zu sein bei diesem Abend. Kommt nach Köln, wir haben dort viel Platz in diesem Saal. Reserviert euch bitte einen Sitzplatz. Es kostet nichts, aber man muss sich einen Sitzplatz reservieren. Die Informationen und die Möglichkeit, ein Ticket sozusagen zu buchen, bietet sich hier unter dem Video an. Ihr könnt es machen und dann freue ich mich, euch dort zu sehen an diesem Abend, an dem wir über den Himmel gemeinsam nachdenken werden. Ja, der Himmel, unser Zuhause, unsere Heimat und in wenigen Jahren aus der Perspektive Gottes und der Ewigkeit, vielleicht auch schon schneller, werden wir dort sein, alle Christen. Wir werden dort einander begegnen, Jesus Christus sehen und was wir sonst noch dort machen werden und was uns dort erwartet, darüber wollen wir uns am 21. Oktober ausführlicher unterhalten. Ich lade euch ganz herzlich ein und werde mich freuen, wenn du persönlich dabei bist. Gott segne dich.